Hallo und herzlich willkommen an diesem Nachmittag zur Veranstaltung und Diskussionsstunde, nenne ich sie mal, Living Lab, Bienen, Biodiversität und urbane Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Berlin Science Week statt und ist noch dazu Teil der Una Europa Lecture Series, einem Hochschulallianzprogramm, einem Zusammenschluss verschiedener Hochschulen. Und wir werden unter anderem der Frage nachgehen heute, was können europäische Hochschulallianzen zur urbanen Diversität beitragen? Mein Name ist Sabrina Walter, ich bin Beraterin und Trainerin und ich freue mich, Sie heute Nachmittag, es ist schon dunkel, das ist verwirrend, aber heute Nachmittag als Moderation begleiten zu dürfen durch diesen Abend, schon wieder Abend, Nachmittag. Ehe ich Ihnen gleich das Podium vorstelle, darf ich nochmal für ein Grußwort übergeben. Das ist der Ablauf. Wir haben jetzt ein kleines Grußwort, dann gehen wir in eine Diskussion, die wird bis maximal 17 Uhr gehen und danach laden wir Sie ganz herzlich in die Ausstellung im Untergeschoss ein, wo Sie Gelegenheit haben, einerseits mit den RednerInnen vom Podium nochmal zu diskutieren und auch mit den ausstellenden ForscherInnen und ExpertInnen. Ich habe noch ein paar Hinweise für Sie formeller Art. Und zwar machen wir einen Filmmitschnitt. Sie haben das vielleicht schon gesehen. Wenn Sie einen Redebeitrag haben, eine Frage stellen und nicht auftauchen möchten, dann sagen Sie uns das bitte einfach kurz bei Ihrer Frage vorher, dann schneiden wir den Teil einfach raus. Es wird weiterhin auch fotografiert und ich hoffe, das findet Ihr Einverständnis. Wenn Sie das nicht möchten, wenn Sie nicht auf den Fotos auftauchen möchten, dann sagen Sie uns das vielleicht auch einfach nochmal. Ja, dann darf ich jetzt für das Grußwort übergeben an Herbert Grieshoff, den Leiter der Abteilung Internationales an der FU Berlin. Ja, also wir freuen uns wahnsinnig. Wir sind, ich würde sagen, eine der allerersten Veranstaltungen in der Berlin Science Week, weil ich glaube, die fängt heute an. Ne? 1. November, heute ist der erste Tag und sind wir hier wunderbar bei den Veterinärmedizinern im schönen Düppel, in diesem schönen Gebäude. Freuen wir uns sehr drüber und ich sage mal vorneweg, damit ich es hinterher nicht vergesse, jetzt schon Dank an alle, weil Sie sehen ja, so eine Veranstaltung, da beteiligen sich eine ganze Reihe von Leuten dran, also die Leute, die vom UNA-Europa-Team, die Leute, die uns den Raum zur Verfügung gestellt haben. Jetzt haben wir auch noch hier, wusste ich gar nicht, dass wir jetzt auch noch keinen schicken Film bekommen und Fotos und so weiter und so fort. Also gehören ja eine ganze Reihe von Leuten dazu. Erstmal vorab allen vielen Dank. Ich stehe hier, weil ich an der FU für dieses Netzwerk UNA Europa, also eigentlich sind Sie ja für Biodiversität, Bienen und urbane Nachhaltigkeit gekommen, aber Sie müssen jetzt noch 2 Sätze hören, auch über UNA Europa, weil das ist der Kontext, in dem diese Lecture hier stattfindet. Und ich stehe deswegen hier, weil ich dafür verantwortlich bin bei uns an der Universität. Das ist ein Netzwerk aus 10 Universitäten plus der FU, also außer uns sind da noch so fabelhafte Universitäten wie Helsinki, Bologna, Complutense Madrid, Paris Panthéon, Zürich, Leuven in Belgien, Leiden in den Niederlanden, Edinburgh in Schottland und dann noch das University College Dublin in Irland dabei. Super Netzwerk und wir wollen zusammen, das ist hier dieser Slogan, Building a University of the Future, gemeinsam so eine Art europäische Universität in weiter Ferne schaffen, jetzt erstmal so ein europäisches Netzwerk. Und was machen wir da? Also da werden neue Studiengänge zusammen entwickelt, da gibt es tausende von Austauschmöglichkeiten für Studierende, für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, für auch ganz für normale sonstige Mitarbeiter der Universität. Und so ein Studiengang, den wir jetzt gemacht haben, ist ein Joint Bachelor in European Studies, ein zweiter, da sagt aber, glaube ich, die Janina Teige gleich noch was dazu, ein zweiter wird ein Bachelor in Nachhaltigkeit sein, das passt also jetzt hier zu unserem Thema auch sehr gut. Und was wir da heute haben, diese Lecture Series, das ist so ein neues Format, also das machen wir zum ersten Mal. Im Grunde ist es natürlich gar keine Lecture, das ist ja mehr so ein Talk jetzt, so ein Gespräch, ja, aber das ist auch ganz egal. Also wir machen das aber überall in Europa. Also alle europäischen Partner machen jetzt so eine Art öffentliche Lecture zum Thema. Und warum tun wir das? Weil diese europäische
Universität der Zukunft eben nicht nur für Studierende und Wissenschaftler sein soll, sondern in die Gesellschaft hineinwirken soll. Wissenschaftskommunikation ist ja für uns alle ein Riesenthema. Und das Thema Biodiversität ist auch insofern interessant, als, ehrlich gesagt, ein bisschen zu meiner Überraschung, aber vor 2 Wochen die Freie Universität das nächste Jahr zum Jahr der Biodiversität bei uns ausgerufen hat. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr 2024 eine ganze Reihe von Veranstaltungen haben an der FU, die alle sich um das Thema Biodiversität drehen. Also da sollten Sie aufpassen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich freue mich auf ein spannendes Panel und auf die Ausstellung hinterher. Ich wünsche uns und Ihnen einen schönen Nachmittag, einen Herbstnachmittag. Und ich übergebe direkt an die Janina Teigl, die noch ein bisschen mehr zum Thema Biodiversität und UNO-Europa sagt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und hallo, Janina Teigl mein Name. Ich arbeite an der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Energie der Freien Universität und bin in diesem Kontext hier. Gleichzeitig koordiniere ich bei UNO-Europa 2 Gruppen, die zur Nachhaltigkeit arbeiten oder sich koordinieren, um eben neue Projekte zu starten, wie zum Beispiel der angesprochene Joint Bachelor. Gleichzeitig freue ich mich aber auch eben, dass heute das Thema hier so stark gemacht wurde, auch von Marie-Julie, meiner Kollegin an der FU, weil wir, also ich persönlich natürlich Nachhaltigkeit als gerade auch im internationalen Kontext sehr wichtiges Thema ansehe. Also wir müssen gemeinsam arbeiten und uns austauschen über das, was vor Ort passieren kann, weil dieses global Denken, lokal Handeln ist immer noch, finde ich, tragfähig. Genau, deshalb auch nochmal ein Dankeschön an alle Aktiven hier an der FU. Also gerade, dass wir dieses Jahr der Biodiversität haben. Nächstes Jahr ist unter anderem den Initiativen auch der Studierenden zu danken. Also Sophie Lokasis ist ja hier auch als Expertin vor Ort. Gleichzeitig, genau, bei UNO-Europa haben wir als Gruppe von Nachhaltigkeitsbüro-Repräsentantinnen, also wir treffen uns quasi in einer Gruppe aus verschiedenen Nachhaltigkeitsbüros dieser UNO-Europa-Universitäten regelmäßig und tauschen uns aus über unsere Aktivitäten. Und in diesem Rahmen versuchen wir auch Papiere zu erstellen, die Sichtbarkeit generieren, also die auch gemeinsame Strategien teilweise präsentieren, damit wir eben eine Macht entwickeln können auf europäischer Ebene, um Veränderungen voranzubringen. Und da haben wir eine Strategie entwickelt, die nennt sich Sustainability and Climate Protection Strategy. Und da ist unter anderem auch gesunde und resiliente Campusse ein Schlagwort oder ein Aspekt, den wir weiter voranbringen wollen. Und in diesem Kontext kann man sagen, findet auch heute diese Lecture statt. Und ich freue mich sehr, jetzt auch selbst noch mal mehr zu lernen und einzutauchen in Bienen und auch was das für vielleicht im Rahmen von Campussen und urbaner Diversität für Möglichkeiten bietet. Living Lab ist nämlich auch ein Ansatz, der auch tatsächlich international diskutiert wird, weil man den Campus nicht nur als Lern- und Forschungsort, sondern eben in dieser Kombination als Erprobungsort sehen kann. Und da hören wir vielleicht noch mehr. Ich bin gespannt und gebe wieder ab an die Moderation. Vielen Dank. Ich bin auch gespannt, jetzt wie mit einer Lupe mal reinzugucken in das, was hier an der FU Berlin passiert. Ich darf Ihnen jetzt das Panel vorstellen und ich fange mal rechts außen, von Ihnen aus links außen an, mit Herrn Professor Emeritus Randolph Menzel. Er ist seit 1976 an der FU Berlin und hat das Institut für Neurobiologie hier gegründet. Unter anderem hat er den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft für seine Arbeit zu der Intelligenz der Bienen bekommen. Es gibt auch ein gleichnamiges Buch dazu, die Intelligenz der Bienen, und als Experte dafür ist er heute hier auf dem Podium. Dann Sophie Lokatis, Doktorin Sophie Lokatis. Sie hat zu Stadtökologie promoviert bei Jonathan Jeschke, ebenfalls hier an der FU Berlin, und hat einen Postdoc dann am EIDEF in Leipzig gemacht. Das ist das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung. Seit März ist sie bei der Deutschen Wildtierstiftung im Projekt Berlin blüht auf, mehr Bienen für Berlin. Sie hat in diesem Jahr es gab 2019 ein Projekt, das sie gegründet hat, nämlich das Projekt Blühender Campus.
Und das ist in diesem Jahr ausgezeichnet worden mit dem Berliner Naturschutzpreis. Dann zu meiner Rechten sitzt Christian Dreher. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Veterinärbiochemie und seit ungefähr einem Jahr hier an der FU Berlin. Er ist auf der Bienenkoordinationsstelle der FU und auch Bienenexperte. Er hat die Zeit davor am Bieneninstitut in Kirchheim gearbeitet als Fachberater für Imkerei und hat dort vor allem die Beratung und Ausbildung geleitet. Das ist das Podium für heute und ich fange gleich mal an. Sophie Lokatis, Sie haben diesen Preis gewonnen. Warum ist das Projekt so wichtig gewesen, dass Sie eine Auszeichnung dafür bekommen haben? Das hat ja vorhin Low Battery angezeigt. Hört man mich? Wir können auch das Mikro ja, aber wenn man mich gut versteht, ist ja nichts. Okay. Ja, also das Projekt hat 2019 gestartet und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen den FU-Campus kennen, aber das war so ein typischer Campus von knapp runtergemähten Rasenflächen, im Herbst jetzt um die Zeit dann Laubbläser und so das typische Bild von aufgeräumter Stadtnatur. Und in dem Zeitraum wurde auch der Klimanotstand, glaube ich, das war 2019, oder Rebecca? Genau. Das war. Ausgerufen und wir hatten uns damals relativ kurzfristig versucht dran zu hängen mit dem Thema Biodiversität, aber es ist einfach komplett untergegangen, sagen wir so. Und deswegen hat sich irgendwie eine Gruppe gebildet, damals vor allem von mir, von Andreas Wanke aus der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Jens Rolf aus der Zoologie, wo wir erstmal mit dem Thema Maat und der Umgang mit der Natur selbst auf dem Campus anders umgehen wollten, aber immer mit dem Ziel, das Thema Biodiversität auch in die Nachhaltigkeitsstrategie und insgesamt in ein Umdenken in der Uni anzuregen. Genau. Ich könnte jetzt noch mehr sagen, aber Gerne, sagen Sie gerne noch mehr. Das Unterfangen hat ja relativ dilettantisch auch begonnen, wie ich gehört habe, nämlich mit dem Schild, das da selbstständig aufgestellt wurde. Was heißt dilettantisch? Also es ging sehr spontan. Also die Entstehungsgeschichte ist eigentlich ganz lustig, weil jemand aus dem Institut für Biologie irgendwann so genervt war, dass immer die Frühblüher abgemäht wurden, dass er einfach ein Schild aufgestellt hat, laufender Versuch, hier bitte nicht mähen. Und dann habe ich das gesehen und erstmal einen Lachanfall bekommen und bin dann hochgelaufen und dann haben wir uns daraufhin den Versuch ausgedacht, nachdem dieses Schild schon stand. Ich glaube, das darf ich jetzt mittlerweile sagen, aber es gab dann tatsächlich auch diesen Versuch, also was heißt Versuch, wir haben dann ein großes Monitoring auf Flächen begonnen und 2 Masterstudenten haben sich das angeschaut und dann noch Daten von anderen Standorten auf der ganzen Welt, die ähnlich Maat reduziert haben. Und genau, und so haben wir das dann gleich mit der Wissenschaft verbunden, was halt ziemlich einzigartig ist, dadurch, dass wir es eben an der Uni gemacht haben, dass wir von Anfang an auch die Verbindung zur Forschung in dem Projekt mit dabei hatten. Und Rebecca, die jetzt meine Nachfolgerin ist und den blühenden Campus leitet, bringt vor allem das Thema Lehre und natürlich auch Forschung nochmal stärker mit in das Projekt rein. Herr Menzel, was würden Sie sagen, hat sich verändert für die Bienen seitdem hier auf dem Campus? Naja, also jetzt weiß ich nicht, ob mein Mikrofon funktioniert. Ja, wunderbar. Also ich finde das unglaublich toll. Ich muss noch dazu sagen, dass ich fast jeden Spätsommer mit den für die Arbeiten auf den Wiesen zuständigen Personen Kämpfe ausgeführt habe, weil dann in unserem Bereich die Goldruten geblüht haben und da sammeln die praktisch die letzte Pollenpflanze für die Bienen und das war vor ihrer Initiative immer eine besondere Unternehmung, weil die ihren Auftrag hatten und die sind ja eben von der Universität angestellt, dass sie das sauber machen sollen, bevor der Winter kommt und dann muss das Zeug weg. Und wir haben dann immer dafür gekämpft und dann aus irgendeinem für mich nicht wirklich sichtbaren Grund, aber das war also im Hintergrund ihre Initiative, wie ich im Nachhinein verstanden habe, jedenfalls aus dem Timing heraus, mussten wir nicht mehr kämpfen. Die Goldruten sind stehen geblieben und Bienen hat es weiter, konnten Pollen noch sammeln, wenn entsprechendes Wetter danach war. Nun, in dem Zusammenhang würde ich gerne nochmal
wir uns alle hier daran erinnern, dass wir Bienen sagen, aber wir meinen natürlich nicht etwa nur die Honigbiene, sondern wir meinen die Wildbienen, wir meinen die Hummeln und wir meinen die solitären, die nicht sozialen Bienen. Und davon gibt es viele, weltweit 20.000 Arten und in Deutschland noch immer so etwas wie knapp über 400, mal waren es gut über 500. Und daher geht es auch bei der Initiative von Ihnen ja nicht so sehr um die Honigbienen. Und naja, also ich habe auch um die Honigbienen gekämpft, weil es die Goldrote war, aber die Honigbienen, da muss man nicht wirklich kämpfen. Ja? Da gibt es die Imker und da gibt es Leute, die kümmern sich und die merken auch, wenn was schief läuft und die melden das dann und die tauschen dich aus und es führt dann meistens auch dazu, dass eine Wahrnehmung automatisch sich einstellt. Das ist bei den Wildbienen eben nicht so. Wenn die verschwinden, merken wir das nicht. Und es sind vor allem die Wildbienen, wie wir noch später sicherlich besprechen werden, die so im Hochsommer und im Herbst leben, die besonders gefährdet sind, sodass also wenn die Mahd anfängt, wenn es also darum geht, dieses Unkraut da wegzukriegen von den Straßen und den Wegen und den Wiesen, da geht es insbesondere um die Wildbienen. Und deswegen finde ich diese Initiative fantastisch. Ich habe kein Datenmaterial, ich weiß nicht, ob Sie es haben, statistischer Art, sozusagen im wissenschaftlichen Sinn, dass man sagen kann, dass tatsächlich substanziell in dem Dahlenbereich, der Dahlenbereich irgendwie eine Wildbienenart gerettet hat. Wäre sehr spannend zu wissen, ob es da irgendwelche Indizien dafür gibt. Also die haben wir auf jeden Fall. Ja, das wäre auch toll. Berichte doch gerne dazu. Genau, also wir haben relativ früh, also gleich von Anfang an angefangen, Monitoring auf unseren Flächen zu machen. Und allein im ersten Jahr war das total spannend, weil, also wichtig wären natürlich dann Langzeitdaten, aber unser Projekt ist jetzt noch nicht so alt, weil Sie jetzt gerade Wildbienenarten angesprochen haben. Seltene Wildbienenarten, die wir auf jeden Fall auf unserem Campus auch finden konnten. Also ein Beispiel ist die Flockenblumen-Langhornbiene, die auch ganz besonders ist für den Raum Berlin-Brandenburg und sonst in Deutschland eigentlich fast nirgendwo vorkommt. Die habe ich selber fotografiert auf einer Flockenblume vor der Mensa bei uns auf dem Campus. Und all diese Arten, die wir eben dokumentiert haben, die auch interessanter sind aus der Perspektive von Artenschutz, waren immer nur auf diesen wilderen, blühenden Flächen. Also wir haben halt immer geguckt, ich meine, ist klar, auf einer Rasenfläche fliegt nichts. Insofern so richtig Daten zur Populationsentwicklung haben wir nicht, aber wir wissen, dass die Flächen, die es jetzt gibt, auch genutzt werden von eben genau solchen Arten. Genau. Und dann kann man eben auch sehen, was wir auch geguckt haben, ist so die Menge, die Biomasse an Tieren auf unseren Flächen, die massiv ansteigt auf den Flächen. Genau, also es gibt schon eine Reihe von Indikatoren, mit denen wir zeigen können, dass das wirklich was bringt. Und der nächste Schritt ist dann natürlich nicht nur Blühwiesen und weniger mähen, sondern richtig Habitate schaffen, auch an andere Wildtiere denken. Igel ist ein großes Thema bei uns. Genau. Wie habt ihr das Monitoring gemacht und was könnte ich vielleicht mir mitnehmen für zu Hause in meinem Garten, um zu schauen, was für Bienen ich da habe? Ja, bei Wildbienen ist es, manche Arten kann man ganz gut so erkennen, gerade die Flockenblumen-Langhornbiene, zumindest das Männchen, aber sonst ist bei Wildbienen eigentlich so, dass man einen Experten braucht, der nochmal drauf schaut, gerade wenn man das ganze Artenspektrum abdecken will. Und bei unserem Wildbienenmonitoring schaut dann auch nochmal ein Experte drauf. Und sonst bei den anderen Erfassungen, das ist eine Sache, die so ein bisschen chaotisch läuft bei uns, was mal gut, mal schlecht ist, weil wir versuchen, das zusammen mit Lehre und Forschung zu verbinden und dadurch ist viel an unseren Monitoring-Daten im Rahmen von studentischen Projekten oder Abschlussarbeiten erhoben worden, was dann natürlich schwierig ist für die Vergleichbarkeit. Und das ist auch eine Sache, die wir anstreben, ein langfristiges, dauerhaftes, replizierbares Monitoring zu haben, was aber natürlich nicht so gut vereinbar ist mit dem wuseligen Leben an einer Universität, wo alle 3 Jahre neue Studierende kommen und vielleicht eine eigene Idee haben für ein Projekt. Und das ist natürlich was wir auf jeden Fall auch vor allem unterstützen. Und deswegen
genau, so sieht unser Monitoring im Moment aus. Also es gibt immer mal wieder jemand, der hat dann eine Idee, ach, ich will das und das machen, und dann guckt sich jemand Bodenfallen an und guckt Lichtverschmutzung. Oder was wir Bandbreite. Beim Tagfaltermonitoring gibt es vor allem 2 Personen, eine davon ist Rebecca, die im Sommer fast jede Woche ein bestimmtes Transekt ablaufen und dann aufschreiben, welche Tagfalter auf dem Transekt in einem bestimmten Zeitraum geflogen sind, und die Daten werden dann ans UFZ in Halle geschickt und kommen in so einen Pool von Daten, die in ganz Deutschland mit denselben Methoden erhoben werden. Und das ist jetzt das 3. Jahr, dass es bei uns auch stattfindet. Und das, was ziemlich gut ist, weil es gibt sehr wenig so richtig, also so urban sind wir nicht, aber so urbane Transekte fehlen in dem Projekt, also sind ein bisschen unterrepräsentiert, und deswegen genau ist das auf jeden Fall also eine Möglichkeit. Dann eben studentische Projekte, dann gibt es teilweise, dazu kann ich aber nicht so viel sagen, auch ganze Kurse, die irgendwas erheben auf den Flächen, oder ich weiß nicht, das erklärt Rebecca dann nachher unten nochmal. Genau, also wie gesagt, es ist sehr vielfältig. Mal ist es eine Studentin, die sich 3 Monate lang in einem Labor einschließt und irgendwie auszählt, was sie in welchen Fallen hat. Mal ist es halt über Fotografie. Achso, ja, wir haben auch ein Citizen Science Projekt, wo jeder Bilder machen kann. Über iNaturalist läuft es. Da sind alle Flächen abgesteckt, und immer wenn jemand eine Beobachtung macht, kommt es ins Projekt. Also es gibt so verschiedene Quellen, wo wir unsere Daten sammeln. Igel sind bisher leider noch nicht so oft gesichtet worden. Herr Dreher, wir haben es vorhin schon gesagt, Sie leiten die Bienenkoordinationsstelle oder haben die Bienenkoordinationsstelle inne. Was ist der Zusammenhang von Ihrer Arbeit und welchen Zusammenhang gibt es mit dem Projekt Blühender Campus? Ja, von solchen Aktionen profitiert natürlich die Honigbiene auch. Also wir haben es ja gehört, insbesondere die Wildbienen haben ein Riesenproblem. Ich würde es aber ein bisschen anders sehen. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass die Honigbienen keine Probleme haben. Die gestalten sich nur einfach ein bisschen anders. Beziehungsweise die Honigbienen haben gegenüber den Solitärbienen, also die Wildbienen leben fast alle, oder zumindest eine ganz große Mehrheit leben solitär. Was eben die Honigbienen nicht tun, die leben als große Staatengemeinschaft, sind infolgedessen unwahrscheinlich kompensationsstark. Das heißt, Umwelteinwirkungen beispielsweise ein schlechtes Trachtangebot, sind Honigbienen in der Lage, sehr gut zu kompensieren. Und von daher ist es für einen Imker oder für einen Außenstehenden gar nicht so leicht festzustellen, ob es den Bienen jetzt wirklich gut geht oder nicht, oder ob es ihnen gut geht oder nicht wirklich gut geht. Ja. Was jetzt hier in der Stadt vielleicht nicht so das ganz große Problem ist, aber wenn ich außerhalb der Stadt schaue, also in den intensiv agrarisch genutzten Bereich, dann klagen die Imker schon, dass es teilweise einfach ein ganz starkes Unterangebot an Pollen beispielsweise gibt, zumindest temporär. Und das wird sich mit Sicherheit auch negativ auf die Bienenvölker auswirken. Infolgedessen, wenn natürlich dafür gesorgt wird, dass in der Stadt ein sehr gutes Blühangebot herrscht, beziehungsweise das in der Regel schon verhältnismäßig gute Blühangebot, zumindest verglichen mit einer intensiven Agrarlandschaft. Wenn es noch weiter ausgebaut wird, dann profitieren die Imker natürlich, beziehungsweise die Bienenvölker, die Honigbienenvölker natürlich auch davon. Und da gibt es auch Studien diesbezüglich, dass beispielsweise eine gute, vor allem vielfältige Ernährung bei den Honigbienenvölkern deren Vitalität gegenüber beispielsweise Krankheiten, und das ist das viel größere Problem bei den Honigbienen, deutlich die Situation bzw. die Widerstandsfähigkeit gegenüber solchen Krankheiten verbessert. Und das sind wir natürlich auch Nutznießer. Erklären Sie uns doch gerne noch mal mehr vielleicht zu den Krankheiten, mit denen in der Imkerei man konfrontiert ist als Imkerin. Ja, man hört ja, oder ich glaube jetzt inzwischen wird schon stärker differenziert in den Medien, man redet immer vom großen Bienensterben, ne, und dann hat man zumindest in der Vergangenheit natürlich gemeint oder gedacht, bei den Laien, damit würden die Honigbienenvölker gemeint sein, was natürlich so nicht stimmt. Nichtsdestotrotz haben die Honigbienenvölker auch ein Problem. Es gibt auch tatsächlich, wenn man so will, ein Bienensterben bei den Honigbienenvölkern, obwohl einmal die Honigbienenvölker sehr leistungsfähig und kompensationsstark sind gegen negative Effekte von außen, beziehungsweise obwohl wir beispielsweise Krankheiten haben von außen, die einwirken,
beziehungsweise wir haben die Situation bei den Honigbienenvölkern, dass auch noch die Imker dahinter stehen und letztendlich diese Bienenvölker natürlich betreuen. Also es sind ja keine wildlebenden Bienen mehr, es gibt zumindest Honigbienen, es gibt kaum mehr wildlebende Honigbienen, sondern fast alle Honigbienenvölker werden von Imkerinnen und Imkern betreut. Und die pflegen die natürlich auch und sorgen natürlich auch, beispielsweise wenn sie eine Krankheit haben oder wenn sie Parasiten haben, versuchen das letztendlich wieder zu kompensieren oder Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Und ich habe schon gesagt, es gibt auch bei den Honigbienenvölkern Probleme. Wir verlieren jedes Jahr in Deutschland eine große Anzahl an Honigbienenvölkern. Die Zahlen sind relativ schwierig, aber ich würde mal ungefähr davon ausgehen, dass wir in Deutschland ungefähr 1 Million Bienenvölker haben. Und diese Zahl der Verluste, die schwankt immer. Man sagt, in guten Jahren verlieren wir 10% dieser Bienenvölker und in schlechten Jahren sind es 20, 25. Es gibt auch manchmal Jahre und Bundesländer, da sind schon 35, 40% Verlust entstanden. Und wenn ich jetzt selbst von einem guten Jahr ausgehe, ein gutes Jahr, also ein verlustarmes Jahr, 10% bei 1 Million, dann reden wir tatsächlich von 100.000 Bienenvölker, die mindestens jedes Jahr verloren gehen. Also das ist schon auch eine ganze Menge. Die dann wieder ausgeglichen werden müssen, beziehungsweise die dann gegebenenfalls im Frühjahr in manchen Regionen auch zur Besteuerung nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das ist schon ein großes Problem. Und die Verlustursachen oder die Probleme zwischen den Honigbienen und den Wildbienen, die sind eben ziemlich unterschiedlich. Bei den Honigbienen sind es allen voran Parasiten, beziehungsweise ein Parasit, also die zentrale Ursache für die Verluste, die Honigbienenverluste, das ist die sogenannte Varroamilbe, die so Ende der 70er Jahre eingeschleppt worden ist. Und das ist so das ganz zentrale Problem. Und dafür gibt es auch das Monitoring, das Sie an der FU auch begleiten? Nein. Nicht? Okay, gut, dann habe ich das falsch abgespeichert. Aber ich kann erklären. Es gibt das sogenannte AFB-Monitoring, also die amerikanische Vollbrot. Ja. Es gibt viele Krankheiten. Ja. Für die Honigbienenverluste von zentraler Bedeutung ist die Varroamilbe, Varroa destructor. Es gibt aber noch eine ganze Vielzahl an anderen Krankheiten, die Probleme machen. Und eine ganz wichtige Krankheit, die unter staatlicher Kontrolle ist, beziehungsweise die als Tierseuche, als offizielle Tierseuche bei den Bienen gilt, das ist die sogenannte amerikanische Vollbrut. Das ist ein bakterieller Erreger und für dieses Monitoring in Berlin bin ich zuständig. Genau. Okay, haben wir das auch geklärt? Ja, Herr Menzel. Ich würde ganz gerne Herrn Dreher ein bisschen gegenhalten. Also den Bienen gleich um etwas zu sagen, wo wir möglicherweise durchaus konträre Standpunkte haben, dann macht die Diskussion mehr Spaß. Den Bienen geht es in der Stadt besser als auf dem Land. Und nicht etwa, weil die Imker in der Stadt sehr viel kompetenter und anpassungsfähiger und weiß ich was sind, sondern weil sie weniger den Faktoren ausgesetzt sind, die ihnen auf dem Land, in der Landwirtschaft, die Probleme bereiten, nämlich die Pestizide. Und diese Pestizide sind in der Stadt weniger häufig. Sie existieren auch in den Schrebergärten, aber im Wesentlichen sammeln die Bienen ihren Nektar, den wir dann als Honig ernten, von blühenden Bäumen, von den Robinien und den Kastanien und den Linden. Und dann, wenn die Linden vorbei sind, Mitte Juli, dann ist sozusagen Winter schon für Bienen und alle Imker wissen, dann müssen sie zufüttern. Und das ist auf dem Land anders, weil dort vor allem Blühangebot existiert, was von den Landwirten erzeugt wird. Raps zum Beispiel oder Kartoffelblüten oder eine ganze Reihe. Und die werden gespritzt oder sie wachsen aus einem gebeizten Samen. Und das sind die Neonicotinoide. Und diese Neonicotinoide sind also Gehirngifte. Und die sind natürlich stärker, weiter verbreitet, konzentrierter und häufiger auf den von den Bienen im Land besuchten Pflanzen. Und als wir diese Vorbesprechung vorbereitet haben, hat Herr Dreher gesagt, dafür gibt es keine Evidenz, dass es den Bienen in der Stadt
besser geht, also weniger belastet sind mit den Neonicotinoiden als auf dem Land. Nun, da habe ich die Literatur mal durchgeforstet und auch meine internationalen Beziehungen da so mal ein bisschen spielen lassen. Und es ist schon ganz schön spannend. Also in der Tat gibt es für diese unglaublich spannende Frage, geht es den Stadtbienen besser als den Landbienen, nahezu keine Untersuchungen. Es gibt eine einzige ernstzunehmende wissenschaftliche Untersuchung, die stammt aus dem Institut in Celle von Wissenschaftlern, von einem Team von Wissenschaftlern durchgeführt über mehrere Jahre und vor allem aufgrund eines sehr klug ausgedachten Konzepts. Es werden nämlich nicht nur Stadtbienen und Landbienen verglichen, sondern es werden 3 Gruppen verglichen, die Stadtbienen und die Wanderimker, die Wanderbienen und die Landbienen. Und dabei kommt eindeutig raus, für alle Parameter, die eine Rolle spielen. Also das sind dann so Gesundheitschecks und das sind Überwinterung und das ist die Menge von Pestiziden in dem Bienenbrot oder im Honig und die Sammelaktivität, zum Beispiel wie effektiv sie sind. Und da kommt bei allen raus, dass es den Stadtbienen hochsignifikant besser geht. Herr Dreher wird dann wahrscheinlich eine andere Arbeit zitieren, dann nehme ich Ihnen einfach das Wort jetzt schon mal aus dem Mund, weil ich Ihnen gleich sagen kann, dass das einfach nicht stimmt. Da gibt es in einer Imkerzeitung einen Bericht über eine bayerische Untersuchung, die nicht von Wissenschaftlern durchgeführt worden ist, die sozusagen so, naja, da schauen wir mal hin. Und da ist was Interessantes aufgefallen. Da kommt dann raus, da gibt es keinen signifikanten Unterschied. Nun, wenn man Statistiken ein bisschen kennt, weiß man, dass die Aussagen, ob ein signifikanter Unterschied vorhanden ist oder nicht nur von der Größe des Unterschieds abhängt, sondern auch von der Zahl der Proben, die man genommen hat. Und die Zahl der Proben war so niedrig, dass selbst bei einer mehr als doppelt so großen Belastung mit Pestiziden auf dem Land in Bayern kein signifikanter Unterschied rauskam. Also man muss das alles so ein bisschen sozusagen genauer hinschauen. Und interessant ist auch, fand ich, durch das Befragen meiner Kollegen im Ausland, dass es bis auf eine Studie, die ich aber nicht einsehen konnte in Australien, gibt es eigentlich für die Honigbienen keinen Vergleich zwischen Stadt und Land. Okay, danke, Herr Menzel. Wir kommen darauf nochmal zurück. Und Herr Dreher, möchten Sie darauf antworten? Ja, da haben Sie natürlich recht. Explizit Studien, die das so untersuchen, die gibt es so natürlich wenige, wobei es gibt durchaus Studien, die auch belastbar sind, beziehungsweise Untersuchungsprogramme. Da möchte ich jetzt auf das sogenannte Deutsche Bienenmonitoring verweisen. Das ist schon seit vielen Jahren, inzwischen muss man sagen Jahrzehnten laufen. Und das Deutsche Bienenmonitoring, da sind eigentlich alle deutschen Bieneninstitute daran beteiligt. Es findet in jedem Bundesland das statt. Das heißt, jedes Bundesland hat in der Regel ein Bieneninstitut und dort in diesen Bundesländern bzw. von diesen Bieneninstituten aus werden Imkereibetriebe in dem jeweiligen Bundesland betreut und gemonitort. Und die Zielsetzung ist insbesondere eben darauf zu untersuchen, was findet man an Pflanzenschutzmittelrückständen bzw. was findet man an Krankheitserregern und woher kommen die sogenannten Überwinterungsverluste. Und wie gesagt, das Programm läuft schon sehr lange. Und ich will ja auch nicht falsch interpretiert werden. Ich bin der gleichen Meinung, dass eine Vielzahl von Pflanzenschutzmitteln sicherlich einen negativen Effekt haben auf Honigbienenvölker, beziehungsweise auf Insekten im Allgemeinen. Da möchte ich auch nicht falsch verstanden werden, beziehungsweise bei diesem Monitoring werden auch Rückstandsproben genommen. Und da kann man einen ganz klaren Unterschied natürlich feststellen zwischen Bienenvölkern, die in einer Großstadt oder in einer Stadt stehen, wo einfach keine Landwirtschaft stattfindet. Das ist auf einem sehr viel niedrigeren Level, beziehungsweise dort kann man gegebenenfalls überhaupt keine Pflanzenschutzmittelrückstände finden. Und es ist schon erschütternd, was man in manchen intensiven landwirtschaftlichen Bereichen im Außenbereich an einer Vielzahl an verschiedenen Wirkstoffen finden kann. Also die Spitzenreiter haben bis zu 23 verschiedene Wirkstoffe, die man dann im Bienenbrot feststellen kann. Also damit kommen ja ganz offensichtlich nachweislich Honigbienenvölker in Kontakt und tragen es ein. Und ich würde dann auch ganz stark davon ausgehen, dass natürlich auch andere Blütenbesucher wie Wildbienen beispielsweise oder andere Insekten natürlich auch mit diesen Stoffen in Kontakt kommen.
Wenn ich jetzt aber wieder versuche, einen Zusammenhang herzustellen mit Überwinterungsverlusten und dieser Anzahl an Pflanzenschutzmitteln, dann kann ich leider keinen statistischen Zusammenhang herstellen und das ist bisher in den Jahren nicht gelungen. Und deswegen kommt zum Schluss oder kommt das Resümee jedes Mal, alle 2 Jahre, wenn ein Jahresbericht erstellt wird vom Deutschen Bienenmonitoring, dahinter stehen schließlich alle deutschen Bieneninstitute, zum Schluss, dass Pflanzenschutzmittel bei den Überwinterungsverlusten keine zentrale Rolle spielen. Soll aber nicht heißen, dass sie keinen negativen Effekt haben können. Ich glaube, das spielt insbesondere auch wieder diese Kompensationsleistung von den Honigbienenvölkern eine Rolle, um sozusagen diese Belastung, die vermutlich schon stattfindet, dass sie einfach in der Lage sind, das wegzukompensieren. Und noch eine zweite Sache, die ich auch gerne zitiere, das Bundesamt Mai macht umfangreiche Befragungen bezüglich den Überwinterungsverlusten und dann haben wir eine sehr gute Datenbasis, also diese Datenbasis, das wird ausgerollt, diese Umfrage in eigentlich ganz deutschsprachigen Bereich, aber insbesondere auch in Deutschland. Und man hat eine sehr gute Rückmeldequote, also man kann da eigentlich letztendlich immer so in Größenordnung auf 15.000 Rückantworten pro Jahr, also wir haben jedes Jahr einen Datensatz von plus minus 15.000 Daten, jedes Jahr. Und wenn ich also die Zahlen auswerte, beziehungsweise auswerte zwischen Ballungsgebieten wie Berlin, Bremen, Hamburg und das vergleiche mit typisch ländlichen Bundesländern, beziehungsweise mit den Überwinterungsverlusten in Bundesländern, dann kann ich da keinen Unterschied feststellen. Und jetzt haben wir ganz konkret zu werden, dieses Jahr der Unterschied zwischen Berlin und Brandenburg ist eigentlich nicht wirklich vorhanden, zumindest ist es nicht statistisch signifikant und wenn überhaupt, dann ist es tatsächlich sogar so, dass die Imkerinnen und Imker in Berlin etwas schlechter überwintert haben als in Brandenburg. Ich habe das Gefühl, wir haben da eine Differenz, die wir möglicherweise heute nicht auflösen werden. Ja, deswegen würde ich gerne nochmal die Diskussion auf einen anderen Aspekt leiten, nämlich vielleicht können Sie nochmal verdeutlichen, weil Sie ja zu der Gedächtnisspur auch der Bienen geforscht haben, was denn das Dramatische mit den Pestiziden ist, vielleicht auch was es also wo sind die drinne, was ist, wo stoßen wir in der Stadt auf die, warum sind die da? Und sehr gerne, sehr gerne. Ich würde nur gerne nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass es einen Unterschied macht, ob man ein Monitoring macht, wo man sozusagen nach Korrelationen sucht, und ob man eine wissenschaftliche Studie anlegt, in den Kontrollbienen in einer für die Statistik zuständigen Weise entsprechend aufgelegt werden, also Experimente aufgelegt werden. Und das Monitoring sagt eines überhaupt gar nichts, ob es einen Unterschied zwischen Stadtbienen und Landbienen gibt, weil es von der Zufälligkeit und der Selektivität und anderen Faktoren abhängt, die einem nicht hilft, eine solche Aussage hinsichtlich der größeren oder geringeren Belastungen im Land oder Stadt zu ziehen. Also ich glaube, das Bienenmonitoring kann man nicht heranziehen. Ich würde an der Stelle wirklich sagen, es ist entscheidend, dass man eine richtig designte, sagt man, die Wissenschaftler sagen, designt, ja, eine richtig ausgedachte, mit Kontrollgruppen versehene Studie durchführt. Nun, die Neonicotinoide, die da im Vordergrund stehen, es sind nicht nur Neonicotinoide, sondern man muss auch die Glyphosat dazu zählen, also ein Herbizid. Aber ich will erstmal was über die Neonicotinoide sagen. Das sind schon wieder komplizierte Namen. Muss das irgendwas mit dem Gehirn zu tun haben, weil dahinter nämlich ein bestimmtes Molekül steckt, das ist der nikotinische Acetylcholinrezeptor, nur für die Fachleute. Der sitzt also an strategischen Stellen für die im Gehirn der Bienen, wo es um besonders anspruchsvolle Tätigkeiten geht, also zu navigieren, zu lernen, in der sozialen Kommunikation, beim Schwänzeltanz, über die Erfahrungen, sich gegenseitig auszutauschen. Und diese Studien, die sind alle so durchgeführt worden, dass man genaue Dosis-Wirkungskurven hat, dass man genaue Zeitprogramme aufstellt, dass man direkt vergleichen kann, sozusagen nicht belastete Völker, nicht belastete Einzelbienen oder belastete ganze Völker oder nicht belastete Einzelbienen. Und dann findet man, dass es da muss man jetzt unterscheiden, etwas
zwischen denen, die Neonicotinoide, die offiziell in der EU verboten sind, also da gehört also ich will die Namen jetzt gar nicht nennen, das ist irritiert nur, und die sind so hochgiftig, dass man da nicht lange streiten muss darüber. Es gibt aber zum Beispiel einen interessanten Sonderfall, das Thiacloprid. Das Thiacloprid ist erst ganz kürzlich verboten worden und die Bauern dürfen es immer noch aufbrauchen und sie können es sich immer noch aus Polen besorgen und in anderen Ländern gibt es das auch noch. Und dieses Thiacloprid hat in der Tat ein relativ niedriges Tötungspotenzial. Man braucht pro Biene, um Ihnen mal eine Zahl zu nennen, 10.000 Nanogramm pro Biene muss da aufgenommen werden, damit die Biene mit 50%iger Wahrscheinlichkeit in einer Gruppe von Bienen in 24 Stunden stirbt. Was heißt das? Wie oft müsste so eine Biene dann eine Pflanze anfliegen, damit sie, also weil das, mir sagt diese Größe gar nichts. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. In der Tat müssten sie, man kann das so abschätzen, wir haben das mal mit Rosenblüten, bei denen wir den Nektar rausgesaugt haben und die Zahl der Blütenbesuche angeschaut. Und da muss die Biene schon, also bei den Rosen, die relativ viel Nektar haben können, muss man ungefähr mit 100 Anflügen rechnen, beim Nektar noch ein bisschen mehr, aber sie kommen leicht durchaus auf solche Zahlen. Aber interessanter ist eigentlich, wie sie nicht so mit einem Ausflug, sondern chronisch, also über Tage oder Wochen, diese giftigen Substanzen aufnehmen und ob sie sie schädigen, nicht ob sie sie abtöten, sondern ob sie schädigen. Und das stellt sich heraus, und man kennt sogar den molekularen Mechanismus dafür, sie werden geschädigt schon bei Dosen in der Größenordnung von 40 Nanogramm pro Tier. Und was bedeutet Schaden? Dass Sie vielleicht das uns nochmal illustrieren. Dass sie nicht mehr nach Hause zurückfinden, dass sie nicht mehr Tanz kommunizieren, dass sie nicht mehr lernen können und dass sie auf die Weise die Effizienz, die ein Volk darstellt, reduzieren. Und natürlich ist es schon so, mit der großen, fantastischen Mithilfe der Imker kann sowas auch dann mal versteckt bleiben. Es führt nicht notwendigerweise dazu, dass dieses Volk dann stirbt oder über den Winter stirbt. Und das mag auch bei sozusagen bloßen Korrelationsbeobachtungen spielt es keine Rolle. Aber natürlich ist es eine enorme Belastung. Auch zum Beispiel die Abwehrkraft gegen Varroa wird nachweislich reduziert. Auch die Larvenentwicklung wird nachträglich, und in Ihrem eigenen früheren Institut ist das untersucht worden in Kirchhain. Also diese sozusagen nicht tödlichen Wirkungen, die übrigens die europäische Institution, die dafür zuständig ist, die EFSA in Parma, nicht berücksichtigt. Die guckt immer nur auf das Tötungspotenzial. Und weil eben nur das Tötungspotenzial betrachtet wird, kann das alles so untergehen. Und das ist ein großer Schaden, denn man muss noch einen Satz noch, wenn man auf die Wildbienen schaut, dann stellt sich heraus, dass sie sehr viel empfindlicher sind. Okay. Also pro Dosis sind sie gefährdeter als die Honigbienen, weil sie auch den Nektar nämlich für sich verwenden, für den Flug im Wesentlichen, natürlich auch den Larven eintragen mit dem Pollen zusammen, aber auch vor allem mehr davon sich ernähren, als das, was die Bienen dann rausspucken und Honig damit produzieren. Also das ist alles gut belegt, insbesondere für eine sogenannte Standard-solitäre Biene, diese Mauerbiene. Okay, danke. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Projekt von Ihnen, Frau Lokatis. Vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gehört haben, welche Rolle spielt es für das Projekt Berlin blüht auf und den blühenden Campus, was wir gerade gehört haben? Auch dieses Wissen sozusagen über Pestizide, die ja auch in manchen Bauhauspflanzen drinne sind. Also ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass Städte, also Honigbienen kann ich nicht beurteilen, aber für Wildbienen häufig bessere Lebensräume darstellen als die aufgeräumte Agrarlandschaft. Da kommen natürlich noch andere Sachen zu als Pestizide.
Was auch noch ein Punkt ist, der eigentlich auch wichtig wäre, nochmal anzusprechen, weil ja auch das Thema Biodiversität hier heute sehr wichtig ist, dass die Honigbiene ein Nutztier ist und eigentlich kein Teil mehr von dem Begriff Biodiversität ist, jedenfalls nicht so, wie sie... Also es ist halt einfach, genau, es ist halt ein Nutztier. Also früher gab es wilde Honigbienenvölker auch in Mitteleuropa und da war die Honigbiene halt eine eigene Bienenart, die eben diese großen Völker in großen Baumhöhlen angelegt hat und mittlerweile ist sie halt kultiviert und Teil unserer Kulturgeschichte. Aber trotzdem ist es halt wichtig, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass für mich sind diese vielen Erkenntnisse aus der Perspektive von Biodiversitätsschutz sehr wichtig, um daraus eben auch Schlüsse für Biodiversität zu ziehen. Natürlich möchte ich auch, dass Honigbienen nicht mit Pestiziden belastet sind, aber eben gerade auch diese Analogien oder diese Verbindung dann, was das für Auswirkungen hat auf wilde Tiere und in diesem Fall eben Wildbienen. Und in der Stadt ist halt eine der größten oder der wichtigsten Maßnahmen für wilde Bestäuber, fliegende wilde Bestäuber, die man machen kann, das Blühangebot zu erhöhen an heimischen, aber vor allem eben nektarreichen, pollenreichen, einem großen Spektrum an Pflanzenarten und auch ein großes Spektrum an Bestäubern damit abzudenken und dabei auch eigentlich nicht nur Wildbienen, und das kann ich sagen, weil ich bin ja in einem Wildbienenprojekt, aber Bestäuber sind nicht nur Wildbienen, es sind erstens nicht nur Honigbienen, es sind dann im zweiten nicht nur Wildbienen, sondern auch viele andere Gruppen, also Schwebfliegen, viele Wespenarten, Käfer sind eine wichtige Bestäubergruppe. Es gibt gerade viele Studien, auch gerade in Bezug auf Bestäubung in der Landwirtschaft, wo immer Wildbienen auch mitbehandelt wurden. Jetzt gibt es gerade in den letzten Jahren viele Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Motten total wichtige Bestäuber sind, wo nie jemand hingeguckt hat. Also viel davon ist einfach, dass wir halt diesen Fokus immer hatten oder oft haben auf Honigbienen, einfach weil wir so eng damit kulturell verwachsen sind, was ja auch gut ist, aber natürlich ist es trotzdem eben auch wichtig, diese anderen Gruppen anzuschauen. Und da ist es ganz interessant, dass eigentlich Wildbienen und Bienen in Städten eben ganz gut klarkommen, wenn man sich so das über die Insektengruppen anschaut, während andere Insektengruppen andere Trends zeigen. Also Wildbienen geht es erstaunlich gut in Städten. Zum Beispiel Tagfalter, da ist es ganz anders. Also für Tagfalter was in Städten zu tun, die haben viel kompliziertere Entwicklungszyklen, wo man nicht einfach das Blühangebot erhöhen kann und ein paar Nisthilfen aufhängen kann, sondern da wird es dann ein bisschen komplizierter. Was heißt komplizierter? Ja, also das Problem ist, selbst wenn man Biotope schaffen würde, die perfekt geeignet wären für verschiedene Arten, kommen halt in Städten noch andere Faktoren dazu. Und dann kommt da also sowas wie Heat Island-Effekt, also dass Städte wärmer sind als der Bereich drumherum. Das heißt, gerade bei Schmetterlingen hat man das, dass wenn es zu warm ist in der Winterperiode, dann können die nicht sich, also es gab mal einen Artikel von einem Kollegen von uns, der hieß Schimmel in der Winterstarre. Das ist dann, die werden dann wach und verbrauchen zu viel Energie, aber ich kenne mich damit nicht so aus. Auf jeden Fall einmal dieser Hitzeeffekt. Dann gibt es den Effekt von Stickstoffbelastung, also selbst wenn wir weniger Pestizide haben in der Stadt, fahren hier halt überall Autos rum und Hunde pinkeln auf unsere Flächen und es ist halt einfach ein sehr, das nennt man auch neues Ökosystem, also ein menschengestaltetes neues Ökosystem, womit manche Tierarten und Pflanzenarten sehr gut klarkommen und andere wiederum nicht. Und Bienen kommen erstaunlicherweise relativ gut damit klar. Danke für das Einbringen von diesem wichtigen Aspekt nochmal, dass es ja um Insektensterben geht und da viel mehr dran hängt und gleichzeitig, Stichwort Biodiversität, Sie haben es gesagt, eben auch Pflanzen, die weg sind, da dran hängen, die Erwärmung von Städten. Was geben Sie denn den Menschen in Privathaushalten mit, was sie persönlich tun können, um was für die Insekten in der Stadt zu tun, da wir ja jetzt in Berlin sind? Ja. Also ich habe unten eine Broschüre Wildbienen im Garten fördern. Ja. Die kann man sich unten mitnehmen. Kleine Strukturen schaffen. Also ich glaube, dass für uns auf dem blühenden Campus haben wir so für uns herausgefunden, dass man oft viel erreicht, indem man sich mit einer Gruppe anfängt zu beschäftigen und dann anfängt darüber die Umgebung anders wahrzunehmen. Also ein Beispiel ist der Igel. Der Igel braucht bestimmte Strukturen im Garten
Und der Igel kann nicht diese typischen Mauern, womit ganz Dahlem, jeder Garten hat so einen Betonsockelzaun, da kommen die einfach nicht durch. Und sobald man anfängt, sich ein bisschen in die Lebenswelt dieses Tiers hineinzuversetzen, sieht man auf einmal, wie igelfeindlich halb Berlin gestaltet ist. Und auf einmal bekommt man Ideen. Ah, hier könnte doch ein kleines Loch rein und hier kann der Laubhaufen liegen bleiben und so weiter und sowas. Also mein Vorschlag wäre, dass man sich seine Lieblingsgruppe raussucht und wenn jeder das macht, dann genau. Welche Fragen haben wir denn im Publikum an die Diskutierenden auf dem Podium? Ich wollte mal wissen, in der Stadtluft, in der sogenannten gesunden Stadtluft, in Anführungsstrichen, Kohlendioxid, andere Belastungen, vielleicht verschmutzte Luft, vielleicht ist da auch eine Fabrik in der Stadt. Welche Auswirkungen hat das denn überhaupt und ist das überhaupt schon mal untersucht worden? Ja, wer kann es beantworten? Herr Dreher? Ich kann es mal versuchen. Also es gibt in dem Bereich auch relativ wenig Untersuchungen. Es gibt zwar auch wieder so Monitoring-Projekte, beispielsweise so, das ist in Hessen beispielsweise auch gelaufen, von Oberursel aus Monitoring am Frankfurter Flughafen, wo man einfach auch davon ausgehen darf, dass hier eine besondere Schadstoffbelastung beispielsweise sein kann. Ich meine, das ist mal sicherlich klar, dass insbesondere in einer richtigen Großstadt wir natürlich andere Belastungsszenarien haben, während wir in einer Großstadt natürlich im Normalfall keine Landwirtschaft haben und bestenfalls ein Pflanzenschutzmitteleintrag in irgendwelchen Kleingärten irgendwo stattfinden kann über ein, sage ich mal, ja, begrenztes Repertoire an Pflanzenschutzmitteln, haben wir hier andere Belastungen. Und das haben Sie so angesprochen, so Abgase beispielsweise. Also Kohlendioxid als solches ist keine Belastung. Ja, das ist ein Spurengas und spielt in der Richtung sicherlich keine Rolle. Aber man könnte natürlich zum Beispiel davon auch sich denken, dass beispielsweise Schwermetalle eine größere Rolle spielen oder bestimmte Kohlenwasserstoffe, die bei einer Verbrennung beispielsweise entstehen. Die verhältnismäßig wenigen Daten, die man hat, die deuten eigentlich darauf hin, dass es kein Problem ist. Zumindest wenn man die Produkte, die Bienenprodukte dann anschaut, also den Honig beispielsweise, dann findet man erstaunlicherweise kaum Rückstände, beziehungsweise gar keine Rückstände von solchen problematischen Stoffen. Die Honigbienen sind da ganz offensichtlich in der Lage, sehr viel abzupuffern und sehr viel herauszufiltern. Also beispielsweise irgendwelche Partikel oder irgendwelche Schwermetalleinträge beispielsweise. Also ich würde da eher Entwarnung geben. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Ja. Es gibt einige Studien in China und wir wissen, dass zum Beispiel Peking ist eine Stadt, die außerordentlich stark unter Staubbelastung leidet. Und da gibt es Studien und das stellt sich heraus, dass tatsächlich eine solche staubbelastete Umwelt dazu führt, dass die Atemorgane, die bei den Bienen anders sind als unsere, nämlich über feine Röhrchen, Tracheen nennt man die, und diese Röhrchen sind dann, wie man auch elektronenmikroskopisch dann nachweisen kann, sind dann eben besetzt damit. Und das stört die Energieumsatz bei den Tieren. Ob sich das auswirkt in einem ökologischen Rahmen, ist meines Wissens nicht festgestellt worden, weil es sehr viele Parameter gibt, natürlich auch in Peking zwischen Stadt und Land. Aber es ist immerhin so, dass der Sauerstoffverbrauch und damit die Energieeffizienz dieser Tiere, wenn man sie einfach sozusagen in ein solches Messgerät nimmt und sagt, wie gut kannst du denn fliegen mit so viel Sauerstoff, dann sind sie schlechter dran. Danke. Welche Nachfragen gibt es denn noch? Was war vielleicht schwer verständlich? War jetzt nicht schwer verständlich, sondern ist eher nochmal ein anderes Thema. Und zwar habe ich mich gefragt, wenn Honigbienen und Wildbienen so total unterschiedliche Probleme haben, wie sieht es denn da aus, wie die sich gegenseitig beeinflussen? Also es gibt ja sehr viele Honigbienen und immer weniger Wildbienen. Gibt es da schon irgendwie Erkenntnisse, was das so miteinander zu tun haben könnte? Möchte das jemand von euch? Naja, ich könnte versuchen. Also darf ich nochmal fragen, war die Frage nach der Konkurrenz zwischen solitären Bienen und... Also ich habe das extra nochmal vorher recherchiert, weil ich wusste, dass ich zwischen Honigbienenmenschen sitzen würde. Ja, genau.
Ja, gut, das ist eine Thematik, die wir noch nicht angesprochen haben. Und ich glaube, das war der Hintergrund. Ist das richtig? Also Konkurrenz zwischen Honigbienen. Ja, zum Beispiel. Ja? Wie der Forschungsstand dazu ist, ob es diese Konkurrenz gibt, Ja. wie groß die Einflüsse sind. Ja, also genau, es gibt etwa seit 40 Jahren vereinzelt Studien zu dem Thema und auch eine relativ aktuelle Studie, die das, also es ist keine richtige Metastudie, aber so ein Syntheseartikel, der das alles so ein bisschen zusammenfasst. Und es gibt vereinzelt Studien dazu. Einige gehen auch in die Richtung, dass es wirklich experimentell ist, was ja sehr wichtig ist, wie wir heute gehört haben. Und da hat man zum Beispiel Hummelnester in die Nähe von Bienenstöcken gestellt oder weiter weg. Und da ist die Wachstumskurve von dem Hummelnest also massiv abgeflacht. Und die können, also das Volk entwickelt sich viel schlechter, als wenn dort keine Bienenvölker sind. Und dann gibt es halt verschiedene Beobachtungen, die zeigen, dass in Gärten oder Naturgebieten, wo viele Völker stehen, weniger Arten sind. Es gibt, also es wird dann immer gesagt, naja, so abschließend müsste eigentlich noch weiter geforscht werden und da wird auf jeden Fall auch noch weiter geforscht, aber ungefähr, so, wenn man sich so alle Studien anschaut, sind ungefähr, ich glaube, es waren so 60%, die negative Effekte in unterschiedlichen Größenordnungen zeigen und nur sehr wenige zeigen, ich glaube, fast keinen positiven Effekt und der Rest halt keinen. Und dann die größten Faktoren dabei sind, ist die Honigbiene dort, wo die Untersuchung stattfand, heimisch. Also hier in Mitteleuropa kommt sie auch schon sehr, sehr lange in Verbindung mit dem Menschen vor. Und erst wenn es sozusagen industrielle Maßstäbe annimmt, kommt dann überhaupt diese Konkurrenz. Wobei industrielle Maßstäbe, ich glaube, es gibt so eine Faustregel, offenbar habe ich jetzt gelesen, für gute imkerliche Praxis, dass man nicht mehr als 10 Völker irgendwo hinstellen kann. Stimmt das? Kommt auf den Standort kann man nicht so pauschal sagen. Ja, aber also darauf wird immer verwiesen, dass die Dichte total wichtig ist bei sowas. Wobei ich war auch schon in Kleingärtenanlagen, wo nur 4 Völker standen und es war fast nichts los an Wildbienen. Also selbst ich, wenn ich wohin gehe, um zu gucken, wo Wildbienen sind, sobald da Honigbienenvölker sind, denke ich schon, naja, heute mache ich keine tollen Fotos, weil man sieht dann fast nur noch Honigbienen auf den Pflanzen. Also das ist einerseits aus meiner persönlichen Erfahrung auf jeden Fall sichtbar und auch in der Literatur zu sehen, wobei eben man sagen muss, es gibt diese alte Verbindung zwischen Menschen und Honigbienen und in einer Kulturlandschaft, die so divers ist und so viel Blütenangebot hat, dass es eigentlich keine Konkurrenz geben müsste. Leider gibt es sie aber dadurch, dass es andere Faktoren gibt. Ja. Wir haben noch eine letzte Frage gehabt, die ich gerne aus Zeitgründen jetzt annehmen würde, weil ist die noch aktuell? Ich würde die auch abgeben, weil das würde zurückführen zu der Stadt und den Abgasen und Verschmutzungen. Das ist auch eher eine weitere Antwort als eine Frage. Das können wir auch später machen. Gut, dann gibt es sonst noch welche Fragen aus dem Publikum, die drängeln. Dann noch 1 Minute Abschlussplädoyer für jeden von Ihnen. Naja, darf ich kurz auch das aufgreifen, diese letzte... Gerne dürfen Sie das auch Gedanken, aufgreifen in Ihrem Plädoyer. Weil ich in der Tat zustimmen würde, die sozusagen Literatursituation ist so sehr heterogen. 2 Faktoren interessieren mich in dem Zusammenhang sehr. Das eine ist, dass man bei dieser Frage nach der Konkurrenz zwischen Honigbienen und Wildbienen nicht einfach so über das ganze Frühling, Sommer und Herbst schauen darf. Im Frühling haben wir so viel Angebot an Nektar- und Pollenblüten, dass es praktisch keine Gegend gibt, wo die Honigbienen eine Konkurrenz wären. Das ist sozusagen ein Schluss, der häufig gezogen wird, während es in der Tat im Hochsommer und im Herbst vor allem ein echtes Problem werden kann. Und dazu passt eine Beobachtung, wenn man sich anschaut, welche solitären Bienen, Wildbienen besonders gefährdet sind und in den letzten Jahren auch unter die verschwunden sind oder in Gefahr sind zu verschwinden, das sind die im Sommer und im Herbst fliegenden Wildbienen. Und das scheint mir ein Szenario zu beschreiben, bei dem also man, wenn man die Literatur anschaut, sehr genau mal hinschauen müsste,
oder vielleicht wird das auch getan, aber im Einzelnen müsste man das für die Studien anschauen, ob die auf sozusagen quer über das ganze Sammeljahr oder so, also nicht im Winter, aber sonst die übliche Vegetationsperiode schauen oder ob sie das differenzieren zwischen Frühling, Sommer und Herbst. Was wäre Ihnen beiden wichtig, dem Publikum nochmal mitzugeben? Frau Lokatis. Ja, Bienen sind toll. Überhaupt Wildtiere in der Stadt und wir haben unten noch, also es gibt unten diese schöne Ausstellung, wo alle, die hier sind, noch ein paar andere verschiedene Sachen aufgestellt haben. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich anzuschauen. Ja, und vielleicht, weil vorher noch die Frage war, was kann jeder in seinem Garten tun? Also mein Tipp wäre, anfangen hinzuschauen und von den Sachen, die man beobachtet, zu überlegen, wie man weiter, also wie man zum Beispiel, wenn ich auf einmal jetzt eine Wildbienenart, die ich vorher noch nicht kannte, dass man mal recherchiert, was ist es für eine, was braucht sie und irgendwie ergibt sich dann meistens sowas, dass man dann anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ja, was in seinem eigenen Garten verändern kann. Das ist ja, also, ja, oder wenn man keinen Garten hat, kann man auch die Uni, an der man ist, einfach kapern und dort was umsetzen oder in Bezirken. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten mittlerweile mitzumachen über Urban Gardening oder man kann Patenschaften für seine Baumscheiben im Bezirk machen oder sich überhaupt bezirkspolitisch einsetzen. Danke. Herr Dreher. Ja, jetzt greife ich auch noch gerade mal ganz kurz das auf, beziehungsweise ich glaube, die Probleme zwischen Honigbienen und Wildbienen, die sind einfach unterschiedlich. Und ich glaube, so eine Konkurrenzdiskussion, die zum Teil so aufgemacht wird, das ist eine fehlgeleitete Diskussion. Ich glaube, die Naturschutzseite und auch die Imkerseite ist gut beraten, wenn sie Hand in Hand arbeiten, zusammen in die gleiche Richtung irgendwo ziehen. Ist schon angesprochen worden, die Studienlage ist sehr inhomogen. Es gibt allgemein, finde ich, verhältnismäßig wenig Studien, die wirklich valide sind und die man heranziehen kann, um so eine Konkurrenzsituation zu untersuchen und wo man Belege findet, dass es eine Konkurrenzsituation gibt. Solche Pauschalaussagen, die sind da in der Richtung sowieso schwierig und halte ich mal pauschal für falsch. Weil es gibt auch eine Menge Arten, da ist es überhaupt gar nicht denkbar, dass es zu einer Konkurrenzsituation kommt. Da muss es einmal zu einer Nischenüberschneidung kommen, da muss es temporär zu einem Pollenmangel kommen, weil dieses Konkurrenzverhalten kann eigentlich bestenfalls nur über eine Nahrungskonkurrenz kommen, weil es ist ja nicht so, dass, wie soll ich sagen, die Honigbienen aktiv die Wildbienen bekämpfen würden oder von den Blüten jagen würden beispielsweise. Also doch, tatsächlich machen sie teilweise genau das. Das ist aber auch andersrum beobachtet worden. Ich muss auch doch nochmal unterstreichen, dass die Datenlage dann nicht heterogen ist. Es gibt zwar nicht so viel, aber die Sachen, die es gibt, sind schon sehr eindeutig. Die Deutsche Wildtierstiftung fordert zum Beispiel Abstände von Honigbienenvölkern von 3 Kilometern um Naturschutzgebiete. Das ist ja ein Thema, über das wir gar nicht gesprochen haben. Und dann, was Herr Menzel angesprochen hat, dass es im Frühling diese Konkurrenz nicht so sehr gibt. Honigbienen gehen halt vor allem auf diese Massentrachten und schwierig wird es halt, wenn diese Massentrachten verblüht sind und die Imker dann die Völker da stehen lassen und die Bienen dann ausschwärmen auf die Wildpflanzen, die sonst von Wildbienen genutzt werden. Das heißt, in dem Fall wäre es wichtig, dann eine Sensibilisierung zu haben bei Imkern, diese sensiblen Gebiete wieder zu verlassen. Ich glaube, ich weiß schon, welche Studien. Wir können jetzt natürlich uns betteln bezüglich den Studien. Also meiner Auffassung ich fürchte, die Zeit reicht dafür. Ist die Lage nicht so eindeutig. Und ich kann auch bei vielen Arten, bei den meisten Arten kann man auch letztendlich gar keinen biologischen Hintergrund für ein Konkurrenzverhalten herstellen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht die Studienlage... Ja, der biologische Hintergrund ist, dass Wildbienen oft nur wenige Wochen aktiv sind und in diesem Zeitraum oft auf sehr wenigen Pflanzenarten sammeln. Und Honigbienen sind das ganze Jahr über aktiv und es ist ihnen völlig egal, auf welche Pflanzen sie sind. Sie gehen gerne auf Arten, deswegen eben diese Massentrachten, die auf einmal blühen, aber können halt sehr flexibel ausweichen und das können viele Wildbienenarten nicht. Das ist der biologische Hintergrund. Ja, das ist mir bewusst, ja. Herr Dreher. 20 Sekunden und dann muss ich das Podium leider schließen. Ja. Wenn Sie 20 Sekunden nochmal
Wie gesagt, ich glaube, es ist nicht zielführend, wenn sich die Naturschutzseite und die Imkerlich-Seite streitet. Denn nach meiner Auffassung ist das zentrale Problem des Rückgangs beispielsweise von den Wildbienen nicht das Konkurrenzverhalten, sondern das ist der Habitatsverlust, die Habitatsfragmentierung, beispielsweise die Landwirtschaft, beispielsweise bestimmte Pflanzenschutzmittel, wie es der Herr Menzel schon beschrieben hat, beziehungsweise was noch ein viel größeres Problem ist der Stickstoffeintrag durch die Landwirtschaft oder über Schadstoffe, also Stickstoffdioxidbelastung beispielsweise und nicht zuletzt der Klimawandel beispielsweise. Das sind die großen Probleme der blütenbestäubenden Insekten und glaube ich nicht das Konkurrenzverhalten zwischen Honigbienenvölkern und Wildbienen. Ich danke Ihnen allen sehr. Ich habe sehr viel gelernt auf diesem Podium und ich bin dankbar für die unterschiedlichen Perspektiven, die Sie eingebracht haben. Ich glaube, wir haben alle gesehen, dass die Perspektiven tatsächlich sehr weit auseinander liegen und wir sie heute Abend nicht versöhnen konnten. Und trotzdem ist es natürlich wie die Lupe halten auf ein menschengemachtes Problem. Wir haben was aus dem Gleichgewicht gebracht. Die Biodiversität leidet darunter, dass Menschen Dinge aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Und ich bin Ihnen dankbar für die Impulse, die Sie uns heute mitgegeben haben, auch für was wir vielleicht zu Hause ausprobieren können in unseren Gärten oder auf unseren Fensterbrettern. Und ich bin gespannt auf die Ausstellung und auch an Sie alle, liebes Publikum, nochmal die explizite herzliche Einladung in die Ausstellung hier unter uns im Raum, wo wir die Diskussion in einem kleineren oder größeren Rahmen auch gerne nochmal fortführen können. Danke an alle und vor allem auch an die OrganisatorInnen und die Berlin Science Week.